Ihr hört SpiralCast, den Podcast rund ums Thema Wrestling. Ja, ihr hört den neuen Podcast, beziehungsweise eigentlich nicht den neuen Podcast, sind einfach nur auf einen neuen Namen gewechselt. Nämlich waren Talkmania, heißen jetzt SpiralCast Pro Wrestling, weil das SpiralCast Podcast. Und ja, um uns mal vorzustellen, beziehungsweise um hier auf dem neuen Kanal einfach das erste Video zu haben, beziehungsweise eigentlich kommt ja auch noch die Smackdown-Review bald online, aber gut. Fangen wir an mit einem kleinen FAQ, was uns der gute Jose Mourinho, the Special One, in die Kommentare unter unserer letzten War-Review geschrieben hat. Dankeschön dafür. Auf jeden Fall, also er hat sehr viele Fragen gestellt und ich möchte nochmal erwähnen, folgt uns unbedingt auf Twitter, da werden wir immer den Uploadplan für diese Woche posten und SpiralCast ist nicht nur ein Podcast, sondern wir vereinigen hier praktisch Podcast und Gaming, also könnt ihr erwarten, dass es hier auch Universe Modes und so weiter gibt. Seid auf jeden Fall gespannt und auch anderen Gaming-Content, was alles aber auf Wrestling-Bezug. Also seid gespannt, was euch erwartet. Mehr Infos gibt's dann, sobald es losgeht. Und ich würde sagen, Tom, führe uns durch die Fragen. Ja, die erste Frage, die ihr stellt, ist, welche Wrestlerin würdet ihr zum Essen einladen wollen? Na, dann beginnen wir, Tom. Ja, bei mir ist die Frage ziemlich einfach. Bei mir ist auf jeden Fall Hana Kimura von Stardom, weil, ja. Okay, also Hana Kimura, also wir sagen auch jetzt so, wir beantworten die Fragen spontan, keine Gedanken dazu gemacht, ich habe nicht alle Fragen im Kopf mehr. Mit welcher Wrestlerin würde ich essen gehen? Für mich ist es auch relativ einfach, und zwar ist es Alexa Bliss. Okay. Und aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, sie ist ziemlich nett, weil wer ein Meerschweinchen als Haustier hat, ist glaube ich ein Hausschwein? Oder ein Hausschwein, keine Ahnung, was die hat. Irgend so ein Schwein auf jeden Fall. Shima will gerne sein Finisher zurückhaben, aber nein, also ich würde mit Alexa Bliss ausgehen. Okay. Dann Pay-Per-Views, live oder dann doch lieber die Wiederholung? Ja, eindeutig live. Wiederholung, ja, scheiße. Das gibt ich es auch. viel. Ich sage auch live. Wenn ich es kann, gucke ich sie auch live. Wenn nicht, dann gucke ich natürlich die Wiederholung. Aber bei der Wiederholung ist mir auch schon aufgefallen, dass man dann doch mal sich denkt, ach, auf das Finisher habe ich jetzt doch keinen Bock. Das kann ich jetzt eigentlich mal überskippen schnell. Ja, man macht einfach viel zu viel weg, so, und live ist das chilliger. Main-Shows kann man sich live nicht angucken und Matches kann man sich ganz allgemein nicht angucken, meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel AEW-Ausgaben, wenn ich sie mal nachgucke, dann skippe ich auch ab und zu mal was weg, was mich nicht interessiert, wenn wieder so ein Jobber-Match oder so kommt. Und deswegen live, weil man dann einfach das Ganze mitbekommt. Also auf jeden Fall Live-Wiederholung, nee, ist nichts für mich. Mach ich lieber meinen Schlafrhythmus kaputt. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage, und zwar das WWE Network oder dann doch externe Seiten? Wir sagen jetzt nicht welche Seiten, aber ich drücke dieser Company kein Geld in den Arsch, weil ich sie momentan auch nicht verfolge. Gucke ich sie nicht mal auf externen Seiten, also von daher, externe Seite, andere Companies könnte man unterstützen und sollte man auch ab und zu unterstützen, wenn man das Geld dazu hat. Wenn man das Geld nicht dazu hat, manche sagen jetzt, man sollte das Wrestling nicht sehen, dann, aber es gibt halt genug Möglichkeiten, was andersweitig zu sehen. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt genug Geld habt, könnt ihr die Companies auf jeden Fall unterstützen. Sonst könnt ihr braucht einfach nur Google nach der Company und nach Full Show oder so, oder nach einem Match oder so, dann werdet ihr schon finden, sage ich mal so. Deswegen externe Seite, sage ich. Also WWE gucke ich tatsächlich auf dem Network. Allerdings teile ich mir die Kosten mit einem anderen Mitglied aus von diesem Kanal, deswegen, also beziehungsweise, ja, wir teilen uns halt die Kosten insgesamt. Er bezahlt das eine, ich bezahle das andere so. Und so gleicht das alles so ein bisschen aus bei uns. Okay, dann nächste Frage, würde ich sagen. Dann Wrestling, War, SmackDown, NXT, New Japan Pro Wrestling oder AEW, euer Ranking? Okay, Ranking. Willst du anfangen, Tom? Ja, fangen wir mal an. Also wenn ich mich nur auf diese Shows konzentrieren müsste, AEW, NXT, New Japan, SmackDown, wow. Ich habe ja so viel Raw und SmackDown letzte Zeit gesehen. Ja. Ich habe echt viele Raw und SmackDown letzte Zeit geguckt. Also, du hast mit AEW an der 1 angefangen, oder? Nur, dass wir uns richtig verstehen. Ja. Nicht? Okay. Ja, bei mir ist auf Nummer 1 New Japan Pro Wrestling, auch wenn sie momentan nicht veranstalten. Für mich die beste Company, was In-Ring-Work angeht. 2 ist auf jeden Fall AEW. 3 ist NXT. 4, keine Ahnung. SmackDown, weil es 2 Stunden geht. 5 ist dann auch Raw. Ich gucke Raw, SmackDown und NXT zurzeit nicht, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich weiß auch nur, dass New Japan und AEW wahrscheinlich besser sind als die. Und deswegen ist das mein Ranking. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Japan-Style in der WWE unterdrückt Nakamura, AJ, japanische Frauenmatches. Okay, Tom, eure Meinung. Sag was zu AJ und Nakamura und du sagst was zu den japanischen Frauenmatches, würde ich sagen. Okay. Dann fang du erstmal an mit den japanischen Frauenmatches. Ja, japanische Frauenmatches. Wir haben 3 japanische Frauen aktuell in der WWE. Asuka, Kairi Sane und Io Shirai. Alle kommen ursprünglich von Stardom und allein, man muss sich einfach nur mal das Match
Io Shirai gegen Kairi Sane von Stardom angucken und dann, ich weiß gar nicht, ob die mal ein Match gegeneinander hatten in der WWE. Hatten die ein Match? Ich glaube schon, die hatten schon ein Match, glaube ich. Oder einfach mal Io Shirai gegen Kairi Sane von NXT oder keine Ahnung. Ja, die hatten auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein Match. Auf jeden Fall liegen da die Welten zwischen. Also wirklich also für mich immer noch ist Kairi Sane gegen Io Shirai noch eins der besten Stardom-Matches, die es gibt. Und ja. Aber was mich interessiert, Tom, ist der japanische Frauenstyle ähnlich wie der japanische New Japan-Style oder gibt es da Unterschiede? Ich schicke dir nachher mal ein Highlight-Video von dem japanischen Frauenwrestling, von dem Stardom-Match. Man kann dir selbst ein Bild Ich kann dir auch ein Highlight von Will Ospreay und Ricochet schicken bei New Japan. Da machen die auch 30 Flips, 30 Konter. Also, ich sag mal schon, es kommt halt auf an, welchen Wrestling, aber ja, der Style ist schon ein bisschen härter. Also auch eher so Strong-Style-mäßig, mit vielen Vorarms und sowas. Das jetzt nicht, nee. Aber man verkauft aber bei Stardom auch schon Wrestling als Sport und nicht als Entertainment. Ja. Okay, das ist ja schon mal, was mit New Japan ähnelt und ich sag jetzt euch. Ich glaube, bei Stardom gibt es auch nicht mal irgendwelche Storylines. Ach so. Okay. Also auf jeden Fall es gab glaube ich mal eine, oder es gibt so mal zwischendurch welche, aber so eigentlich gibt es keine. Also, ich meine, die dürfen sich aussuchen, also die Championess darf sich aussuchen, gegen wen sie jetzt nicht antreten möchte. Okay, und dann komme ich jetzt mal zu AJ und Nakamura. Ich sag euch, guckt euch das Wrestle Kingdom 10 Match an und guckt euch das WrestleMania Match an. Da liegen, ich will nicht mal sagen Welten, ich will sagen, da liegen Universen dazwischen. Also AJ kann auch den amerikanischen Stil worken, das ist das Glück von AJ Styles. Deswegen ist in der WWE jetzt auch, wie oft ist er Champion? 2, 3, 4 Mal, irgendwie sowas. Und Nakamura ist halt Michael Jackson geworden, gefühlt. Also, was man mit dem gemacht hat, sein Stil funktioniert einfach in Amerika, also in der WWE nicht. So Strong-Style-Stil funktioniert einfach nicht. Und deswegen AJ Styles ist fünffacher Champion in der WWE. Okay, er ist zweimal WWE-Champion und 3-mal United States Champion. Ja, okay, also ich möchte erwähnen, dass Styles hat nie den japanischen Stil geworkt. Styles hat den Ami-Stil mit nach Japan gebracht. Er war ein Gaijin. Also, das heißt, ein ausländischer Worker bei New Japan. Und er hat nie den Stil praktisch von New Japan angenommen. Er hat praktisch seinen Ami-Stil mitgenommen und deswegen hat er keine Probleme in der WWE und Nakamura hat schon Probleme in der WWE. Der japanische Stil wird definitiv unterdrückt in der WWE, aber jeder Stil wird in der WWE unterdrückt. Also, mir kommt so frei, dass die WWE sagt, macht nichts Gutes. Also, jetzt mal ernsthaft, wenn man sich die Matches die Leute hatten, außerhalb vergleicht, sind sie einfach außerhalb viel besser, weil sie da machen dürfen, was sie wollen und WWE limitiert einfach die Leute, das ist auch kein Geheimnis mehr und deswegen ist auch diese Wrestling Company nichts mehr für mich, weil wenn man einfach gute Wrestler limitiert, das ist einfach schrecklich und ja, der japanische Stil wird definitiv unterdrückt. Ey, wir sitzen hier 3 Stunden, wenn wir die Fragen so detailliert beantworten. Komm, nächste Frage. So, ja, können wir diese Frage jetzt auch eigentlich überspringen, weil der hast du gerade eigentlich schon mitbeantwortet, nämlich Kenny Omega würde allein wegen der fehlenden Härte in der WWE-Match, in den WWE-Matches nicht beim Marktführer funktionieren. Er wird funktionieren, er wird definitiv funktionieren, weil Kenny Omega ist so wie AJ Styles. Er workt den amerikanischen Stil mit dem japanischen zwar gemischt, aber Kenny Omega kann einfach das japanische rausnehmen. Kenny Omega würde in der WWE funktionieren, aber das Problem wird halt auch limitiert. Also er würde funktionieren, er wird auch gute Matches da worken. Er hat zwar auch ein bisschen halt diesen New Japan Style mit drin, weil er auch damals, er war fast nur in Japan am Wrestling. Deswegen hat er halt auch diesen japanischen Stil mit drin, aber er könnte, glaube ich, das auch runterschrauben und auf den WWE-Stil kommen, so wie Styles. Und ich würde sagen, Kenny Omega hätte keine Probleme in der WWE, aber ich will ihn da nicht sehen, weil er da limitiert wird. Okay. Fokus, Promo oder Wrestling? Wrestling. Ich brauche keine guten Promos. Promos sind für mich ein Bonus. Das Wrestling ist das Wichtigste. Deswegen verstehe ich keine Promo bei New Japan, bei Pro Wrestling No oder so, wenn die auf Japanisch reden. Für mich ist einfach das Wichtige, was im Ring erzählt wird. Die Promos sind für mich Nebensachen. Wenn die gut sind, wird das Match vielleicht besser oder die Story besser. Aber für mich ist das Wrestling an erster Stelle. Wie sieht's bei dir aus? Ich entscheide das tatsächlich von Company abhängig, weil bei der WWE zum Beispiel interessieren mich die Wrestling-Matches nicht, weil WWE ist halt Entertainment. Aber zum Beispiel bei Stardom, ja, halt die Wrestling-Matches. Aber was würdest du lieber sagen? Hättest du jeden Wrestler der Welt jeder Wrestler wäre jetzt in deinem Roster, du könntest machen mit dem, was sie wollen. Würdest du dann lieber auf Promos setzen oder auf guten Matches? Auf gute Matches. Ja, okay. Dann haben wir es ja erledigt. So, Catchphrases. Wieso sind diese so wichtig? Also, soll ich wieder sagen oder
Fang du mal an. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also Catchphrases, ja, damit man halt auch irgendwas hat, ich sag mal, was diesen Wrestler ausmacht. Ja, das ist wichtig. Also Catchphrases sind wichtig, Ja. um Wrestler over zu bringen. Guckt euch Jericho an, der bringt immer eine Catchphrase over, deswegen ist der auch over. Guckt euch Baron Corbin an, der hat keine Catchphrase, er labert irgendwelche Scheiße und ist komplett gehatet. Und nein, das ist kein Heel-Heat, was Baron Corbin hat, das ist einfach Heat, weil er scheiße ist. Aber sonst, also Catchphrases sind wichtig, aber für mich auch nicht so wichtig, weil ich kann einen Wrestler auch feiern, wenn er nicht gute Catchphrases, also wenn er gar nicht redet, Hauptsache gute Matches work. Deswegen, Catchphrases sind wichtig bei Entertainment Companies wie der WWE. So, Roster. Aktuell oder anders? Also wieder zusammen, wahrscheinlich, meint er. Das ist dann noch die separate nächste Frage. Also aktuell halt, sind die Roster aktuell von der WWE anscheinend so gut oder nicht? Also, ob die nicht so gut sind. Also findest du aktuell die WWE-Roster gut, so wie sie zusammengestellt sind, also von Raw und SmackDown und vielleicht von NXT? Oder würdest du da irgendwie, ich sag mal, irgendwelche Wrestler anders hin und her? ja, ich würde die Indie-Wrestler wieder in die Indies tun. Ja, gut. Nein, also WWE hat das beste Roster der Welt und ist die schlechteste Wrestling-Company der Welt. Frage geklärt. Gut, Trennung aufheben, ja, nein. Keine Ahnung, ich würde ja sagen, weil man nur 3 Stunden, obwohl dann würde die wieder SmackDown so als B-Show machen. Also, es interessiert mich eigentlich nicht, weil ich die WWE nicht mehr verfolgen werde, außer passiert irgendwas anderes. Also, ich finde, Roster Split gut, aber ich finde, man sollte nur einen World-Title haben und einen Women's-Title und einen Tag-Team-Title. Weil dann, das war damals ja 2002 so, mit dem Undisputed-Title, dann hat der Titel einfach viel mehr Prestige, obwohl Titelprestige bei der WWE ist auch wieder eine andere Sache. Ich würde den Roster Split lassen, aber weniger Titel machen. Okay, also ich finde eigentlich aktuell so gut. Ich finde sogar scheiße, dass sogar, ich sag mal jetzt eine Charlotte bei Raw und bei NXT auftreten muss zum Beispiel. Also ich finde es eher scheiße, wenn ein Wrestler auf beiden Seiten so. Dann lieber einen kompletten, also wie gesagt getrennt und dann halt jede kombiniert ihren Titel, jede kombiniert ihre Fäden. Jede Show halt. Also was auch scheiße ist, dass so Legenden dürfen einfach bei beiden Shows auftreten. Ich finde, die sollten dann auch nur bei einer Show auftreten dürfen, weil es ja praktisch ein Konkurrenzkampf dann zwischen Raw und SmackDown ist. Genau, aber so wird das ja nicht mehr dargestellt. Gibt halt irgendwie nicht mehr bei Raw und SmackDown. Die sind halt Die einfach sollte man vielleicht wieder mal wie früher einführen. Aber gut. WWE-Titelnah, doch, die Konkurrenzkampf gibt's noch. Immer im November, wenn so vor dir steht. ja, und die haben immer den gleichen Aufbau. Irgendwelche Leute invaden Raw, die invaden SmackDown. Ja. Das ist immer derselbe Aufbau. Good job, WWE, good job. So, kommen wir jetzt zu einer Sache, wo wir vielleicht gerade schon angesprochen hast, eventuell, keine Ahnung. WWE-Titelnamen, die aktuellen behalten oder lieber ändern? Ja, also die Universal Championship, pfui, vakantieren und den World Heavyweight Title zu bringen, wenn man unbedingt 2 Titel haben will. Sonst einfach, ich hab's ja schon gesagt, ein Undisputed Title, den IC und US Title, ein Women's Title, ein Tag Title. Dann haben die Titel 4-mal Prestige. Der Undisputed Champion kann immer pro Show wechseln, weil gerade der Number One Contender ist, genauso bei dem Women's Titel. Und so muss es sein. Ich finde auch die extra Pay-Per-Views gut, also wenn man die trennt, aber nicht doppelt so viele dann bringen, sondern jede Show hat nur einmal, also jede 2 Monate ein Pay-Per-View, außer bei den Big Fives oder Big Fours, da sind die dann zusammen. Dann haben erstens, kann man mehr Wrestler auf eine Pay-Per-View-Card bringen, die Titel haben mehr Prestige und allgemein hat das ganze Roster dann und auch die Pay-Per-Views gehen nicht mehr 5 Stunden. Und die Pay-Per-Views gehen dann nur 3 Stunden, ja. Das ist auch ein Vorteil. Was sagst du, Tom? Ja, also den University würde ich auf jeden Fall entsorgen. Das sieht so schrecklich aus im Blau. Kann man wie gesagt, eigentlich alles lassen, wie es ist. So, Frauen-Wrestling-Revolution, ist sie da oder nicht? Tom, du sprech. In der WWE ist sie teilweise da. Manchmal habe ich auch schon wieder das Gefühl, ich gucke gerade ein Divas-Match in der WWE, wenn das Match zum Beispiel, ich sag mal jetzt gestern beim Women's Tag Team Title Match, das ging vielleicht insgesamt 3 Minuten und das war ein Titelmatch, weiß nicht. Also bei der WWE ist es so teilweise. Allerdings, wenn man seinen Horizont aus der WWE erweitert, auf eben, ich sag mal, andere Ligen, sieht man zum Beispiel AW, da ist es okay. Dann hat man aber dann noch diese ganzen nur Women's Wrestling Promotions, die es halt auch gibt. Und ich glaube, die gab es früher nicht so. Also. Obwohl Schimmer gab es schon immer. Schimmer gibt es schon lange. Stardom, ich weiß gar nicht, wie Stardom existiert. Ich glaube 10 Jahre bald oder so. Ich glaube, Schimmer gibt es sogar schon über 20 oder so. Aber, was ich auch gefragt habe, bei Ring of Honor 2002 gab es da schon Diven-Matches, unter anderem auch Mickie James, unter anderem Ringnamen. Okay. Und Sumi Sakai, falls du sie kennst. Nö. Okay.
Okay, also Ja. Women's Wrestling, ich bin kein Fan davon, ich brauche keine Women's Revolution. Mir reicht ein Männer-Roster und es sollte halt so, ich finde, es sollten getrennt Frauen- und Männerligen geben, weil wenn man Women's Wrestling sehen will, soll man es dann richtig sehen und ich brauche kein Women's Wrestling, weil ich finde, ich kann den Women's Wrestlerin das einfach nicht so abnehmen. Es gibt zwar gute, aber ich bin kein Freund von Women's Wrestling, also ist es mir eigentlich egal. Gut, kommen wir zur nächsten Frauenfrage. Oh, geil. UFC, Frauen in der WWE eine gute Sache oder lieber gelernte Wrestler? Aber das können wir auch theoretisch noch auf die Männer beziehen, die auch in der UFC dann, wo wir auch so ein paar Kandidaten haben. Cain Velasquez ist Schrott. Brock Lesnar war gut, weil er doch früher schon Catcher war und dann in die UFC gegangen ist, deswegen ist das gut. Wenn die UFC-Fighter besonders, wenn die so ein Submission-Stil worken, dann könnte das ziemlich geil sein. Also wenn das so eher so, also wenn die mehr auf dem Ringer sind als so, keine Ahnung, als andere Kampftechniken. Also eher Shayna Baszler-mäßig. Ja, eher Shayna Baszler-mäßig, dann wird das auf jeden Fall besser funktionieren. Aber diese UFC-Bitches, wie ich und Tom sie gerne nennen, Jasmine Duke oder wie die heißen da, Sharina Safir oder so. Sharina Safir. Ja, auf jeden Fall. Rousey und Baszler funktionieren, der Rest war halt eher so Die anderen beiden hatten nie ein Match gefühlt. Ja. Egal. Also sieht man UFC. Es gibt coole Fighter, die man sehen könnte. Zum Beispiel würde ich auch gerne ein Match von Conor sehen. Ich glaube, das Match könnte also wenn er echt richtig workt, könnte das ziemlich hart werden, auch mit vielen Kicks und so. Aber kommt halt darauf an, ob er Bock hat. Und es gab ja mal die Gerüchte, dass Conor ein Match haben will. Also ich rede über Conor McGregor, sollte ja jedem klar sein. Ich glaube, Conor McGregor könnte ganz cool sein, aber Cain Velasquez, what the fuck, den kannte ich vorher nicht mal so. What the fuck, wer ist Cain Velasquez? Okay. Kommen wir mal jetzt nächste Frage, nämlich Undertaker. Verbraucht oder immer noch ein Highlight? Verbraucht seit 2000. Seit seinem letzten Match gegen Shawn Michaels ist er verbraucht. Ich brauche den Taker nicht mehr. Der Taker, das Filmische gefällt vielen. Mir hat es überhaupt nicht gefallen und seit Jahren. Der Taker hat mich noch nie gezogen. Ich fand den Taker nie geil. Übelst geil. Ist eine Legende, ja, toll, aber für mich ich brauche den Taker nicht. Ich brauche den Taker einfach nicht. Es gibt viele andere Charaktere, die das bringen können. Den Taker bringt man nur noch für die Einschaltquote, aber ich verstehe auch nicht, warum man sich einfach nach dem Streak seine Karriere beendet hat. Ja, das verstehe ich auch nicht. Du siehst den Taker wahrscheinlich nur als Highlight. Grüße gehen aus deinem Haustier übrigens. Also auch nicht mehr, so langsam geht's. Also das Match mit Styles war geil, muss man sagen. Schon schrecklich. Aber ich sag mal jetzt, gab ja auch schon so Matches wie gegen Goldberg, was natürlich... Ja, gegen Goldberg, what the fuck, da könnte keiner ein gutes Match worken, gefühlt. Naja, auf jeden Fall, so langsam sollte er vielleicht mal drüber nachdenken, dann doch mal zu sagen, nee, wenn Vince anruft. Ja, ich glaube, bei Survivor Series wird er sein letztes Match haben. Weil das ja ein Taker, Jubiläum, irgendwas und das ist auch in Texas. Okay. Und da wird wahrscheinlich sein letztes Match sein. So, kommen wir zu einer Frage. Aktuell sind sie nicht mehr in den Shows vertreten, aber früher waren sie es noch. GMs, nötig oder nicht? Tom, fang du mal an. Also ich finde General Manager eigentlich wichtig, tatsächlich, weil man kann dadurch natürlich auch sehr viel guten Kram aufbauen. Hat man ja auch gemacht früher. Also man kann damit noch ein paar mehr Storys aufbauen mit General Managern und ich finde General Manager sind wichtig, weil da hat man auch so eine On-Screen-Person, der man diese Matches dann auch zurechnen kann und nicht einfach nur sagt, yo, Vince McMahon hat die Scheiße gebuckt. Ja, also GMs. Wir kommen ja praktisch aus einer Zeit, so 2014 bis 2018, so waren ja GMs richtig wichtig. Ich erinnere mich noch da an die Authority, und erinnere mich an den Fighter von Shane und Stephanie, da wo die Wasser gespielt wurden und Daniel Bryan, Page und sowas. Da waren GMs ziemlich wichtig. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo GMs gar nicht mehr existieren. GMs, sie müssen richtig gebuckt werden und nicht einfach immer eine Heal Authority sein. Also wenn man nur Authorities macht, dann ist es auch ein bisschen langweilig, immer die Authority-Story. Die haben dann 2 Catcher noch in sich, ja, das ist so wie Seth Rollins halt damals. GMs, wenn sie so gut gebuckt sind sie göttlich. Wenn sie so gebuckt werden wie die WWE, die Danny Bryan oder so gebuckt hat, oder Kurt Angle, dann sind sie schrecklich. Aber kommt halt drauf an, wie man die buckt. Wenn man die gut einsetzt, dann sind GMs auf jeden Fall eine Bereicherung für die Shows. Jetzt eine Frage, wo ich nicht genau weiß, was er will, aber Finisher, heute oder früher? Also er meint wahrscheinlich damit, dass heute ein Finisher Overkill ist. Damals ist einer nach dem Leg Drop immer liegen geblieben von Hogan und heute kicken die aus 5 AAs aus, so praktisch, meint er, glaube ich. Da sind wir aber eher auf die nächste Frage schon. Also Finisher, keine Ahnung, wissen wir gar nicht, was wir sagen. Sondern die nächste Frage wäre Finisher. Sollen sie protected werden? Wie zum Beispiel End of Days. Aktuell teilweise sind diese nur noch Moves, wie andere auch. Ja, New Japan, mein Stichwort wieder. Da bleibt einer nach dem Rainmaker liegen, außer es ist ein großes Match und eine große Story dahinter. Also Finisher sollten 100% protected werden. Und das Gute ist halt auch in den Indies vor allem, kann nach jedem Move Schluss sein. Hätte die WWE das auch mal, dass nach jedem Move Schluss sein könnte, wird es viel interessanter sein. Dann bräuchte man noch nicht immer Finisher einzusetzen. Zum Beispiel kann in den Indies an einem krassen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, Ricochet macht einen
Double Foot Stomp der hängt da so, der macht einen Double Foot Stomp und in den Indies könnte es da vorbei sein. Und WWE weiß, er kickt nicht aus, weil er höchstens im 630 gewinnt und danach Roll-Up oder so. Und das fehlt halt so. Und ich finde halt, das sollte man auf jeden Fall machen, dass nach jedem Move Schluss sein könnte und man sollte den Finisher auf jeden Fall protecten und nur in großen Momenten, wo es auch zur Story passt, sollten sie draus auskicken. Okay. Also ich sag auch, Finisher sollten protected werden. Man kann bei Pay-Per-Views, sag ich mal, da kann man auch mal nach einem Finisher auskicken noch, aber nicht in der Wochenshow. Er braucht schon auf keinen Fall. Und kommen wir mal zur nächsten Frage, nämlich Storylines, aktuell oder damals? Damals. Definitiv damals. Attitude Era alleine nur. Also Storylines waren damals viel kreativer. Heute kriegt man eigentlich immer nur das Gleiche. Also definitiv früher. Storylines, warum bekommen die Wrestler so wenig Einfluss? Wie wir bei dieser Sache festgefahren? Ja, weil Vince seinen eigenen Kopf hat. Also Vince macht die Story so, wie er will. Wenn ein Wrestler Ideen hat, außer du hast vielleicht Undertaker, wenn die nicht gehört. Und ja, also WWE ist total festgefahren, du hast keine kreative Freiheit. So, das ist das Problem bei WWE, deswegen finde ich auch alles gleich. Ein Heel muss immer böse sein, ein Face muss immer gut sein, es gibt keine Charaktertiefe und so weiter. Das liegt halt am WWE-Booking, was immer entweder schwarz oder weiß ist. Ja. PG, eure Meinung? Also, ja, PG-Era. Du bist noch dran. Ja, PG-Era. War vielleicht mal eine tolle Sache, aber inzwischen eigentlich überholt, finde ich. Also, man sieht auch andere Companies wie AEW zum Beispiel, kommen beim Mainstream-Publikum an und sind trotzdem ein bisschen härter. Ja, das Problem ist, PG kann funktionieren, aber PG kann funktionieren. Ring of Honor ist das auch eine Zeit lang gefahren, das war relativ gut, aber es kommt halt darauf an, wie man die PG-Sachen bookt und TV-Team braucht man nicht, um gute Shows zu booken, es hilft nur, ein gute Shows zu booken. Und deswegen, ich bin auf jeden Fall ein Befürworter von TV-14, aber man braucht das nicht, um gute Shows zu booken. Das ist meine Meinung. Ja. Frauen-Storylines, warum gibt es nie richtig gut erzählte Fäden, sondern immer nur diese Standarderzählungen? Eure Meinung? Ja, weil wenige Frauen in der WWE richtig gut sind, um Storys zu erzählen. Und halt das Gleiche, die haben keine Charaktertiefe, die werden immer nur eine Standardmist abgeliefert und ja, ich glaube, Tom stimmt mir dazu. Ja, also vor allem, ich könnte mir sogar vorstellen, dass da eigentlich ziemlich gute Damen bei sind bei WWE. Die dürfen es halt nicht zeigen. Das ist das Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine, ja, wir wurden letztens wurde, Sarah Logan ist jetzt anscheinend doch wieder da, oder nicht? Ach, keine Ahnung, nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die in den Indies, beziehungsweise wenn die dann wirklich woanders auftreten würde, dann doch ziemlich gut sein würde. Genauso wie auch andere Damen. Ich glaube, alle bei WWE sind eigentlich ziemlich gut. Oh, Nia Jax, Carmella, Dana Brooke. Die meinte ich jetzt vielleicht nicht. Obwohl Dana Brooke weiß man nicht. Aber Nia Jax, man sieht ja, die kann nichts. Ja. Okay. Also es gibt gute Damen in der WWE, aber die werden halt alle nicht richtig eingesetzt. Ja. Komm, gut, jetzt kommen wir zu einem oder willst du noch irgendwas dazu sagen? Kommen wir zum anderen Moveset. Vergleichen wir mal, also jetzt anscheinend nur eine kurze Antwort. Wer das bessere Moveset? Rollins oder AJ? WWE-Moveset oder allgemein Moveset? Ganz Karriere-Moveset. Ich sag mal jetzt anscheinend WWE-Moveset, weil er hat Rollins und AJ geschrieben. Ja, AJ hieß auch in Indies AJ. Ja, aber Rollins hieß halt Black und... Okay, ich sag mal so, WWE, wer fährt den besseren WWE-Stil? Ist echt schwierig. Ich glaube, ich würde sogar bei WWE-Moveset, würde ich sogar, glaube ich, Seth Rollins sagen, allein nur bei AJ Styles ein bisschen zurückfährt, in den letzten Jahren auch, also in den letzten einem Jahr ungefähr, 1-2 Jahren. Er zeigt zum Beispiel nicht nur auf den V50, weil er denkt sich so, danach ist es nicht zu Ende, den brauche ich nicht zeigen, ich bin alt, bisschen älter geworden, das schadet nur mein Körper. Also würde Seth Rollins sagen, weil er einfach jünger ist und noch riskantere Aktionen zeigen kann, wie zum Beispiel den Phoenix Splash oder so, keine Ahnung, wann der das letzte Mal kam, auf jeden Fall. Könnte ihn öfters zeigen, wenn er ihn nicht protecten will, dass ein Move, der auch vielleicht öfters protected wird, was auch gut ist. Also ich würde sagen, in WWE Seth Rollins, Tyler Black und in den Indies auf jeden Fall AJ Styles. Also was der da für Moves rausgehauen haben. Zum Beispiel den Spiral Tap. Okay. Was ist denn deine Meinung? Ja, ich würde auch sagen, von der WWE her Rollins, weil wie gesagt auch, ich kann da eigentlich nur zustimmen. Also er ist jünger und Styles nimmt sich ja zurück, weil er halt älter ist, dann wäre wahrscheinlich auch, ja, bald Part-Timer wird. Genau. Vielleicht jetzt schon, weil vielleicht hat mein Name jetzt die Part-Timer-Zeit eingeläutet von ihm. Was denn passiert? Ist er rausgeschrieben, oder was? Ah ja, weil Dallas und Anderson weg sind, ja, kann sein. Erstens das und weil er zweitens begraben wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, vielleicht kommt er mit Evil Race zurück. Das wäre geil. Dann würde ich hier aufpassen. Nee. So,
Moves. Sollten ein paar Moves wieder entbannt werden oder nur von erfahrenen Leuten gezeigt werden, wie Taker Tombstone, der darf ihn ja zeigen zum Beispiel. Rollins darf einen Curbstomp eigentlich auch wieder zeigen, also warum Der das da jetzt... Blackout ist doch nicht der Curbstomp, oder? Doch, der Blackout Doch. ist der Curbstomp, bestimmt. Also, ja. Ja, also, Orton Pancake, der wird immer angeteased, geht nie durch. das ist das Geilste. Du denkst immer, jetzt bitte, geh durch, Pumpkick, ich will ihn sehen. Und dann, Konter. Also, ich finde, Wrestler sollten Und Joe Musclebuster hätten wir noch, aber ja. Ich finde, nur noch einer Verletzung und Move zu zeigen. Joe hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere noch nie einen mit einem Musclebuster verletzt. Einmal bei W, zack, Move weg. Also ich finde, Leute, die diese Moves von ihrer ganzen Karriere zeigen. Dann hat man ja auch damals mit Matt Sydal mit der Shooting Star Wrestling. Also Leute, die den Move echt schon die ganze Karriere lang zeigen, die sollen sie ihn auch zeigen in der WWE, weil sie den können. Wenn aber jetzt hier Styles und sagt, yo, ich hab Bock hier im gebotchten Styles gegen Yoshitatsu nochmal auszupacken, dann würde ich sagen, nee, den lassen wir mal lieber nicht zu, weil sonst haben hier gleich 10 Wrestler den Nacken gebrochen. Also ich finde Moves von erfahrenen Leuten, auch wenn ich finde, okay, jetzt sage ich nochmal so, ich finde, jeder Move sollte erlaubt sein, wenn der andere Wrestler zustimmt, dass er ihn den gegen sich zeigen darf. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn er jetzt sagt, Styles, ich will einen Kopfkiller gegen dich zeigen, Randy Orton, und Randy Orton sagt, okay, gib mir den Kopfkiller, dann darf Styles Randy Orton den Kopfkiller geben. Wenn Randy Orton sagt, nee, ist mir zu gefährlich, dann sollten die es lassen. Ich meine, es gab ja auch schon den Kopfkiller von Rollins in der Hausshow. Ja, aber... Die wurde nie genutzt, aber in der Hausshow war das nicht scheißegal anscheinend. Egal. Vince war nicht der Kopfkiller. Ja, so ungefähr, wahrscheinlich. Hat niemand gefilmt. Also doch, eigentlich war es in dem Fall doch gefilmt, aber egal. So, kommen wir zur nächsten Frage. Verletzung. Braucht das moderne Wrestling einen Umdenkprozess? Ja, da meint wahrscheinlich damit, dass das heutige Wrestling zu hart ist und so, dass öfters Leute verletzen. Das Problem bei WWE ist, dass es so viele Verletzungen gibt, sind die Hausshows. Hausshows wegmachen, AEW macht auch keine Hausshows, zack. Wann hat sich bei AEW, hat sich überhaupt schon jemand mal bei AEW lange verletzt? Außer Storyline-mäßig. Lange verletzt? Doch, Ambrose, aber das war bei New Japan. Ja, Ambrose, das war bei New Japan. Also. Das war bei New Japan. Also AEW, wenn AEW sagt so, ja, du workst einmal die Woche hier die Live-Show, alles gut, wenn WWE das machen würde, hätten ja auch nicht so viele Verletzungen. Das heißt, es gibt einen Umdenkprozess bei vielen Leuten. Die WWE macht nur nicht mit. Ich gucke, ob man bei AEW eine Verletzung hat, aber anscheinend... Nee, es hat doch keiner eine Verletzung, oder? Außer halt Moxley, das war aber wegen New Japan. Nick Jackson ist halt noch rausgeschrieben, ob der aber das ist eine Story. Das ist nur eine Story, glaube ich. Denke ich mal zumindest. Real verletzt wird. Cody war mal kurz verletzt anscheinend. Ja, aber ich meine lange Verletzungen, so 3-4 Monate. Das war ja nicht mal Moxley. Ja, Moxley war auch kurz. Also ich meine halt echt eine längere Verletzung, wie zum Beispiel bei Seth Rollins damals, Knie weg. Ja. Und dann lange raus, oder hier gefühlt jeder Wrestler hat irgendwas an der Schulter mal bei WWE. Also ja, AEW macht's richtig, Props dafür, New Japan macht's auch richtig, weil die nur alle 10 Jahre veranstalten gefühlt. Also, was heißt alle 10 Jahre? Die haben halt einen lockeren Terminkalender, und lockere Terminkalender bedeutet gleich weniger Belastung für die Wrestler, das bedeutet gleich weniger Verletzung. Okay. Verletzung. Genau. Doch, finde ich genauso. Also sieht man jetzt ja auch. Seit Corona hat sich kein Wrestler mehr verletzt in der WWE gefühlt. Höchstens hat einer Corona bekommen, oder wird sich keiner verletzt. So, kommen wir jetzt zu 3 Wünschen. Heel-Face-Turns. Okay, ich fange an. Bryan Danielson Heel, Brian Heel. Im WWE jetzt nur, oder? Ja. Boah. Roman Reigns Heel. Und ist Kevin Owens noch Face, oder? Ich glaube, der ist noch Face, ja. Ja, dann Kevin Owens auch Heel. Und Face-Turns? Auch Face. Wer halt Heel funktioniert absolut gar nicht aktuell. Ja, Baron Corbin Face. Einfach mal Face auch nicht funktioniert, aber... Ja, ich will ihn nicht als Heel sehen, deswegen sage ich mal Face. Face. Ist echt schwierig. Ich kenne nicht so viele WWE-Heels. Wer ist denn Heel? Wo ich das weiß? Ist Sami Zayn Heel? Ja. Dann turn ich den Face und ich turn. Dann turn ich noch. Ich weiß nicht. Wer ist denn Heel? Ich habe echt halt keine Ahnung, wer Heel ist. Keine Ahnung, ich habe keine Idee mehr dran. Mach du. Okay. Meine 3 Heel-Turns, Reigns, Cena und wer ist noch Face, der mir als Heel, glaube ich, besser gefallen würde. Wenn du nicht weißt, dann einfach mit den Faces weiter. Gut, Face-Turns hätte ich auf dem Plan, Baron Corbin nicht, nein. Wenn dir keiner einfällt, dann machen wir einfach weiter. Ja, keine Ahnung, ich hab niemand auf Face oder Heel sein gefühlt. Alle sollen Heel sein, Junge. So, kommen wir jetzt zu einer interessanten Frage, die aktuell doch ein Thema ist. Manager, die eingreifen, nervig oder clever? Ja, kommt drauf an. Also wie viele Fragen hier, es kommt auch an, wie man es bookt. Wenn man es smart bookt, schlau macht, gut macht, dann ja. Wenn man es wie WWE macht, nein.
Also ich finde jetzt nicht nervig, wenn eine Selena Vega für ihre komische Gruppierung eingreift. Also ja, Selena Vega ist doch vielleicht gut, aber zum Beispiel, wenn ich überlege, wie Lana damals bei Rusev, da passiert immer das Gleiche, aber wenn Triple H mit Steph ist, dann fliegt Steph immer irgendwo durch oder kassiert irgendwas, so ein Move. Das ist alles so, WWE macht immer das Gleiche mit dem Manager. Selena Vega vielleicht eine Ausnahme, die macht es ganz gut, aber der Rest ja, nicht gut. Gut, kommen wir jetzt mal zur Frage, die eigentlich gleich anschließend ist. Sollten wir wieder mehr nur Managerrollen haben? Weil aktuell haben wir ja eigentlich, glaube ich, nur Paul Heyman. Ich würde es feiern, wenn Jack Hager Sepp Coulter bekommt. Also, wie gesagt, aktuell haben wir, glaube ich, nur Paul Heyman, der nicht wrestelt und halt Manager ist. Und hatten wir halt noch Selena Vega, die hat aber auch noch wrestelt zwischendurch. Und ich habe der auch noch wrestelt zwischendurch. Kommentiert Nigel in der Main Show? Nein, oder? Der kommentiert NXT. Ja, der kommentiert nicht Royals. Nigel als Manager von Bryan Danielson. Das hat eine Background-Story aus den Indies. Die hatten die geilste Ring of Honor Fehde ever und das würde übelst gut funktionieren. Nigel als Manager von Bryan Danielson. Daniel Bryan, book das. Gold als Heel, die beiden. Gold. Sonst halt Leuten wie Nakamura hätte ich auch schon lange Paul Heyman an die Seite gestellt oder einen guten Redner. Und ja, es kommt ja drauf an, wie man, passt, man sollte es jetzt nicht gezwungen machen, aber Nigel und Bryan, das würde passen. Okay. Ja, wie gesagt, ich sah auch, es sollten wieder ein paar mehr Manager geben, weil Sepp, vor allem für so Leute halt wirklich wie, einfach Leute, die keinen Micwork haben, beziehungsweise einfach kein Englisch können. Nakamura oder wer hat noch so ein komisches, gebrochenes Englisch jetzt? Keine Ahnung, Wo ich auch gedacht habe, gib mal, wo ich auch dachte, gib mal bitte hol mal bitte jemand Manager ran. Ich glaube, für Engländer, ich weiß mal nicht wer. Ich fände es auch cool, wenn Braun Strowman einen Manager hat und Braun Strowman einfach. Braun Strowman ist ein Heel-Turn-Wunsch von mir. Wenn er Heel-Turn würde und einfach so als Beast dargestellt wird und einfach nicht redet und einfach so einen bekommt, der für ihn redet. Das wäre geil. Okay. Ich weiß gar nicht, wenn das wäre so ein komisches Englisch. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Flashbacks. Jetzt also Sachen, die schon passiert sind. Beziehungsweise, ja. Gut, also Becky Lynch nach der unfreiwilligen ungeplanten Man wieder die Luft raus. Ja. Definitiv, ja. Ich habe Becky Lynch noch nicht mehr in ihrem bei ihrem Good Feeling Story da gefeiert. Becky Lynch ist einfach, ich kann diese Frau nicht mehr sehen. Becky Lynch ist für mich schlimmer als Charlotte. Auch wenn Charlotte alle großen Matches gewinnt. Ich glaube, so ungeschlagen bei WrestleMania. Nein, die hat einmal bei WrestleMania verloren, stimmt, wo Bayley den Titel gewonnen hat oder verteidigt hat. Aber trotzdem, Becky Lynch ist schlimm. Seit vor allem, das damals da mit Seth Rollins, wo die zusammen waren oder die Story. Oh nein. Wie kann man so einen Charakter egal. Becky Lynch, nee, soll weg. Urlaub für 3 Jahre, bitte. Also das The Man-Gimmick war am Anfang gut, beziehungsweise ist auch immer noch, das Gimmick ist immer noch gut, aber bitte nehmt der Frau den scheiß Titel ab, die wird mir zu arrogant. Rip Shayna Baszler. Ja, kommen wir zu einer Frage, die ich auch beziehungsweise eigentlich mit Nein beantworten kann, weil Cody von Stardust zum Superstar. Ich würde tatsächlich sagen, nein, weil Cody war ja davor schon eigentlich ein Star bei WWE. Nein, Cody war kein Star. Cody war ein Mitkader. Ja, Mitkader, aber... Kein Star. Gut. Cody ist jetzt ein Star. Stimmt. Der hat Cody ist ein Star mittlerweile, also ja, von Stardust zum Star, definitiv. Ja, gut, dann mal so. Den New Daniel Bryan hätte man daraus mehr machen sollen. Hätte er länger Heel bleiben sollen. Also, fangen wir mal so an. Das Gimmick, dieses Öko-Gimmick, war der größte Rotz. Fand's auch nicht cool. Also, okay, Tom, erzähl du mal, bevor ich gleich shoote. Also das hätte man auch ruhig wechseln können, oder man hätte einfach einen Heel Brian bringen können, der wieder No ruft oder so. Nein, einfach ein Heel Brian. Einfach ein Brian, der hier ist und nicht so ein Öko-Heini. Guckt euch Brian von Ring of Honor an. Ring of Honor Brian. Der fucking American Dragon, der seine Gegner umbringt mit den Submissions und einfach mit seinen Elbows umbringt. So muss Daniel Bryan dargestellt werden. Ja, der ist klein WWE. Das heißt nicht, dass er in Heel sein muss, der nur wegläuft. Daniel Bryan kann mit seinen Submissions... Daniel Bryan kann Leute umbringen mit seinen Submissions. Guckt euch Ring of Honor, Bryan Danielson Matches an, also einen Titel Run. Guckt euch Nigel gegen Bryan Danielson an. Bryan Danielson ist der größte Heel in diesem Match. Das war in England. Nigel kommt aus England. Es ging um beide Titel bei Ring of Honor. Guckt euch dieses verdammte Match an. Da seht ihr, wie Bryan Danielson als Heel sein muss. Er ist stiff. Er bringt seine Gegner mit Submissions um, er wird von der Crowd ausgebuht, weil er ein arrogantes Arschloch ist, so ungefähr wie der American Dragon am Anfang. Also es gab kurz einen American Dragon bei der WWE, das war, nachdem er Heel geturnt ist und den Titel von Styles gewonnen hat, glaube ich, und dann einmal gegen Brock Lesnar angetreten ist. Das war der American Dragon und danach kam das Öko-Gimmick und dann war es vorbei.
Also, Bryan Danielson ist besser als Heel als Face. Leute, die nur aus der WWE kennen, sehen das anders. Aber wenn man ihn als fucking American Dragon darstellt, ist er Gold wert. Aber hat WWE nicht gemacht und jetzt ist er wieder Face. Yes. Gut. Kurzer Shoot. AJ Styles gegen John Cena vom Royal Rumble 2018. War es der falsche Sieger? Ja. Ich sage nein. Ja. Doch, es war definitiv der falsche Sieger, weil man hätte den Titel nicht Cena geben müssen, weil er nur einen Monat den Titelrun gehalten hat. Styles, das war halt so wie Rock gegen Stone Cold. Das war genau dasselbe. Stone Cold besiegt zweimal The Rock, aber weil The Rock so ein verdammt großes Ego hat, sagt er, komm noch einmal zurück, ich muss noch einmal dich besiegen. Und das war bei Styles gegen Cena auch so. Styles war der Wrestler, den Cena nie besiegen konnte. Er war praktisch das Kryptonit. Aber nein, Cena muss gegen Styles gewinnen, weil es sein fucking Superman John Cena ist. Und das war der lächerlichste 16. Titelgewinn. Das war einer der lächerlichsten Titelgewinne von John Cena, den ich je gesehen habe. Und danach hätte Styles den Titel behalten lassen sollen und danach hätte er gegen Bray Wyatt verlieren sollen. Das war einfach nur falsch, weil das hat den Titel geschadet, weil es danach eine kurze Regentschaft gab. Styles sollte das Kryptonit von Cena sein. Und WWE hat einfach wahrscheinlich hat sogar Cena gesagt, ich muss ihn besiegen für mein Ego. So könnte ich mir das vorstellen. Ja, das kann man natürlich auch sagen. Wenn man sich so nochmal so im Hinterkopf ruft, dann schon. Weil Styles war der Wrestler, den Cena nie im Singles-Match besiegen konnte. Aber Cena, damals 2018, war noch nicht der Typ, der die Leute overgebracht hat. Da zu dem Zeitpunkt. Da war er noch der Super Cena. Und das hat man auch in diesem Match gesehen, was die auch das war auch schrecklich. Das Match ist komplett überbewertet. Weil da gibt's geilste an den Matches waren die Finisher-Kickouts. What the fuck? Also, nee. Also, das braucht man nicht. Der Titelgewinn war unnütz und hat den Titel nur geschadet, hat Styles geschadet und Cenas Ego hat's weitergebracht, ja. Kurzer Shoot nochmal. So, dann Macho Man Randy Savage, der vielleicht der beste Charakter der gesamten WWE-Geschichte. Ich habe leider zu wenig von ihm gesehen. Im Ring ein super Athlet. Gimmick war ganz cool, also fand ich gut, aber ich habe halt leider zu wenig von ihm gesehen. Und im Ring war er damals revolutionär mit Ricky the Dragon, Steamboat, Ric Flair und so weiter. Ja, er war revolutionär im Ring. Gimmick war auch gut. Ich habe leider nur nichts von ihm gesehen. Ich habe zwei Matches von ihm gesehen. Eins war das gegen Ricky the Dragon, Steamboat und das andere war gegen Hulk Hogan. Und ja, deswegen kann ich nichts zu ihm sagen. So viel. Ja, ich kann auch nicht zu ihm sagen, also ob das jetzt der beste Charakter der WWE-Geschichte ist, weiß ich nicht. Stone Cold war auch ein geiler Charakter, aber The Rock als Heel. The Rock, ja. Kommen wir zum nächsten, darüber können wir schon mehr reden. Das Festival of Friends vereinte eines oder wenn nicht die beste Story mit dem besten Turning Point und der besten Unterhaltung seit einer sehr langen Zeit. Boah, ist schwierig. Da ist halt auch wieder Owens als Champion war schrecklich. Er hat immer irgendwie komisch verloren. Der Titelrun, geil, Owens hatte den Titel. Wie man den Titelrun eingeleitet hat, war auch geil. Aber dann gegen Reigns, und Reigns musste so protected werden. Meine Fresse. Mit den ganzen Eingriffen auch. Da war auch noch die Zeit, wo Roman Reigns der größte Superman war, ist immer noch der Superman WWE. Ich merke schon, ich krieg Aggression, wenn ich über die WWE rede. Der Titelrun war schrecklich, die Fehde danach war gut, aber die Fehde sollte um den World Title gehen. Und nicht Goldberg gewinnt den Titel von Owens. Nein, jetzt ist mir wieder in den Kopf gekommen. Ja. Die Fehde war gut, Ja. Aber ich kann die Fehde nicht als eins der besten bezeichnen. Chris Jericho war super, Owens war super, aber es gab zu viele Fehler in der Fehde, um sie als perfekt zu bezeichnen. Es war vielleicht eine sehr gute Unterhaltung und dann die Fehde, es ging aber nur um den US-Teil halt. Und ja, es war ganz okay, gut. Ich glaube aber schon bessere Fäden, die gebuckt wurden, auch in den letzten Jahren. Eine, die mir einfällt, ist Seth Rollins gegen Brock Lesnar. Nicht diese komischen Fäden da, sondern die, wo Rollins 2015 war. Die Fäde war zum Beispiel richtig geil. Oder halt die Triple H gegen Sting-Fäde war auch ungefähr aus dem Zeitpunkt da. Was gab's denn noch so für geile Fäden dann? Es gab Wyatt gegen Orton, die richtig geil aufgebaut war. Darf man auch nicht vergessen. Da kommen wir auch noch später zu. Und die war richtig geil aufgebaut. Also ich würde sie noch nicht mal in meinen Top 5 wahrscheinlich rein tun. The Miz gegen Dolph Ziggler nicht vergessen. Dolph Ziggler gegen John Moxley, Dean Ambrose davon auch nicht vergessen. Also es gibt glaube ich, viel mehr Auswahl. Die Fehde war gut. Auch Ambrose gegen Jericho. Auch für WWE-Verhältnisse war das echt geil. Wobei jetzt die Storyline bei AEW gesehen hat, ist es natürlich dann ein absoluter World Cup gewesen, aber für WWE-Verhältnisse war das damals eine geile Story. Ich glaube, es Nummer 1 für sogar die Wyatt gegen Orton-Fehde setzen, weil das sogar Longtime-Booking hatte. Es hat Sinn ergeben. Weil, guck mal, es hat angefangen bei ihrem Match, bei No Mercy war das, glaube ich, damals, und es hat geendet bei WrestleMania. Also, what the fuck, das war die gute Fehde. Man hatte diesen Moment bei der Survivor Series, die haben die Tag-Titles gewonnen, dann kam der Turn, dann hat Orton das Haus abgebrannt, Wyatt hat seinen Titel gewonnen. Also, alles perfekt. Ja, das Match bei WrestleMania war natürlich Bullcrap, aber die Fehde war gut. Mahals Titelgewinner, einer von vielen nötigen Titelträgern. Dann kann Elias ja auch bald Champion werden.
Tom, ich warte auf deinen Shoot und ich muss kurz ein Tier töten, was auf meinem Monitor ist. Hilfe. Okay, Tom, erzähl du mal, ich muss das Tier töten. Ich mute mich mal kurz. Also, Mahal-Titel gewinnen, ich verstehe es bis heute nicht, aber natürlich ist jetzt die Hoffnung da, dass irgendwann Heath Slater noch WWE-Champion wird, wenn er zurückkommt. Aber ich sehe da jetzt tatsächlich noch nicht im World-Title-Picture. Er kann zum World-Champion werden, natürlich, weil das ist geil, aber aktuell sollte man ihm vielleicht mal so langsam mal endlich mal seinen ersten Titel geben. Und nein, 24/7-Titel zählt jetzt mal nicht. Also vielleicht sollte er langsam mal auf den IC-Titel gehen. Oder auf den, ja doch, wenn IC-Titel, der ist bei SmackDown. Also auf den IC-Titel sollte er vielleicht langsam mal gehen, weil das ist dann schon, finde ich, besser. Also er sollte langsam auf den ersten WWE-Titel gehen. Auf den ersten richtigen WWE-Titel und dort den IC-Titel. Er hat einen großen Sieg bei WrestleMania eingefahren gegen Corbin und dadurch, ich finde, so langsam sollte er vielleicht mal um den IC-Titel antreten. Ich meine, ich weiß gar nicht, wer ist aktuell IC-Champion? What the fuck, wer ist aktuell IC-Champion? Ja, ist Sami Zayn, der ihn da ist. IC-Champ, wie gesagt, live sollte langsam mal drauf gehen. Die Fehde mit Corbin sollte langsam mal beendet werden. Und ja, Chris tötet anstatt immer noch das Tier. Kommen wir so eine leichte Anschlussfrage, nämlich Corbin, Money in the Bank Fehler oder besser so? Es war schon allein ein Fehler, ihn Mr. Money in the Bank werden zu lassen. Das ist allein schon der größte Fehler gewesen in diesem ganzen System. Also ja, dass er den Fail-Caching gemacht hat, ist gut. Denn er ist erstens zu unerfahren als Champ und zweitens ging er da schon jeden auf die Nerven und das hat sich seitdem nicht geändert. Und ja, auch heute ist er immer noch zu unerfahren als Champ. Ich meine, beziehungsweise nicht mehr zu unerfahren, aber nein, der Typ soll nicht Champion werden. Nein, bitte nicht. Alle seine Titelregentschaften, die Baron Corbin hatte, waren absolut langweilig. So, ich bin wieder da, ich hab's aber noch nicht erwischt. Okay. Hast du weitergeredet oder hast du einen Cut gemacht praktisch? Nö, ich habe gerade schön weitergeredet, also du kannst dir jetzt nochmal deine Meinung zu Mahals Titel gewinnen und zu Corbins Money in the Bank Fail ein Cash-In geben. Schrecklich, genauso wie das Tier, was in meinem Zimmer ist. Wo bist du? Okay, es war nicht gut, also es war unnötig. Jinder war der schlechteste WWE-Champion aller Zeiten, vielleicht sogar Baron Corbin der schlechteste Mann in die Bank-Träger aller Zeiten. Also passt das ist beide schrecklich, meiner Meinung nach. Und würdest du sagen, dass Baron Corbin noch zu unerfahren ist als Champion? Baron Corbin sollte nie Champion werden, nicht weil er so unerfahren ist, sondern weil er einfach kein WWE-Title-Niveau hat. Genau, habe ich auch gesagt. Also man hat ja gesehen, alle seine Titelregentschaften von anderen Titeln, die waren alle scheiße. Ja. Gut, kommen wir jetzt zu einer Sache. Ja, ist es ein Fehler gewesen, von der WWE Ambrose gehen zu lassen? Keine Ahnung, das Roster ist eigentlich überfüllt, also war es vielleicht gar nicht so schlecht, aber man hat nicht AEW gehen lassen und AEW blüht er auf. Also kann man auch wieder sagen, wegen mangelnder kreativen Freiheit für seinen Charakter ist er hergegangen. Genau, und das war falsch und Moxley hat genau die richtige Entscheidung getroffen. Ja, außerdem hat WWE nicht viel zu tun können, der Vertrag ist einfach ausgelaufen. Ja, erstens das und zweitens, tut mir leid, Ambrose und Moxley ist einfach ein Hardcore-Wrestler und das sieht man auch in AEW und das konnte halt in der WWE überhaupt nicht zeigen. Guckt euch nur mal das Match gegen Kenny Omega an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Was? Gegen wen? Guckt John Moxley gegen Kenny Omega. Genau, stimmt. So, und dann nächste. Wird Chris Jericho irgendwann nochmal zurück zur WWE gehen? Vielleicht für ein Match. Lange glaube ich nicht mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch so für einen kurzen Run würde noch zurückkommen, dann sein letztes Match bei WrestleMania bestreiten und, keine Ahnung, dann in die WWE Hall of Fame aufgenommen werden. Genau. Ja. Es gibt ja auch kein böses Blut zwischen Y2J und der WWE, also von da. Und dann wird er wahrscheinlich nicht zu WWE gehen, sondern dann könnte ich mir vorstellen, dass er bei AEW so eine Backstage-Rolle einnimmt. Ja, keine Ahnung. Oder, ja, keine Ahnung. Vielleicht. Oder er geht einfach komplett aus dem Wrestling und geht halt mit seiner Band auf Tour, was er ja so tut. Und ja. Deswegen kann er eigentlich schlecht eine Backstage-Rolle einnehmen, weil... Doch, er kann auch Trainer werden oder sowas. Ja, oder sowas kann er machen. So, anscheinend gibt es noch irgendwelche Gerüchte über ein letztes Match von Stone Cold. Weg, Stone Cold, ich liebe dich, aber weg. Sorry, nein. Wäre das eine gute Entscheidung? Bei Shawn Michaels hat es ja auch einigermaßen gut geklappt. Bei Shawn Michaels hat es nicht einigermaßen gut geklappt, da hat es gar nicht funktioniert. Shawn Michaels war der beste Worker in dem Match, aber trotzdem, also nein, Stone Cold, nein. Ich sag nur nein. Kommen wir jetzt zu einer Sache, die uns alle damals 2019 aufgeregt hat und auch ich tatsächlich für eine kurze Zeit die WWE gequittet habe. Dann hat man doch noch was Geiles draus gemacht, deswegen war es doch nicht so scheiße, aber Money in the Bank 2019, Brock Lesnar gewinnt den Money in the Bank Koffer. War er der schlechteste Sieger ever? Im Match standen übrigens noch Ali,
Andrade, Baron Corbin, Drew McIntyre, Finn Balor, Randy Orton und Ricochet. Ja, richtig ist zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich richtig erinnere, wäre für mich Andrade gewesen, weil es einfach als hier super mit dem Koffer umgehen hätte können und Lesnar braucht keinen Koffer, um ein Titelmatch zu fordern. Das ist halt das Problem und deswegen unnötig, aber ja. War halt eine Verschwendung des Money in the Bank Koffers, ganz ehrlich. Ja, Lesnar kann immer sagen, yo, ich will ein Titelmatch. Andrade nicht zum Beispiel, oder? Man hatte zwar den geilen Boombox-Koffer, aber trotzdem was unnötig. so, kommen wir zur nächsten Frage, nämlich Royal Rumble. Drew McIntyre, war er der beste Pick, um dieses Rumble zu gewinnen? Nein, also ich hätte lieber andere Leute gesehen, aber er war ein guter Pick, aber es gibt immer bessere Alternativen, sagen wir es mal so. Also ich sag schon, es war der beste Pick, den man zu dem Zeitpunkt wählen konnte. Klar hätte man Edge sagen können, aber ich glaube, Edge gegen Brock Lesnar wäre nicht so geil gewesen. Mit dem Nacken, jawohl. German Suplex Digi. Nein, also Drew ist ein guter Sieger. Ich bin halt nicht der größte Fan von Drew McIntyre, weil er ist halt auch wieder der typische WWE-Look, den er hat. Groß, lange Haare, schön nasse Haare wie Roman Reigns, so glänzende Haare. Also er hat gutes Charisma, ist auch er wird nicht unter meinen Top 30 Worker der WWE, wenn wir NXT mit einbeziehen, aber er ist ein solider Worker, aber dass er jetzt auf Tyler Black, Seth Rollins trifft, ist eben Schmutz und dass er ein Titelmatch nach seiner Niederlage bekommt bei WrestleMania, das habe ich schon mitbekommen, ist auch Schmutz und ja, im McIntyre Rumble-Sieger, es gibt halt viel bessere Wrestler als ihn im WWE-Roster, deswegen würde ich sagen, aber man hat es gut gemacht, gut aufgebaut, der Rumble war ganz gut gebookt für WWE-Verhältnnisse und deswegen würde ich sagen, er ist eine gute Wahl, aber es gibt immer bessere. So, kommen wir zur... Nehmen wir schon eine Stunde fast auf. Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Kommen wir zur letzten Vergangenheitsfrage, also Flashback-Frage. Und zwar dieses Jahr. Elimination Chamber bzw. No Escape bzw. Elimination Chamber. Es gab um beide World Title kein Match. Ja, das ist das WWE. Aber es gab schon gute gegen Bryan Danielson, was der Match-Stil war. Und die Frauen-Chamber war ein Showcase für Basler für gar nichts, wie sich am Ende herausgestellt hat. Ja, WWE 2020, ich will nicht drüber reden, es war Schrott. Ich brauche es nicht begründen, jeder weiß, wieso es Schrott ist. Und ja, das war der Zeitpunkt, wo ich auch gedacht habe, da habe ich wieder kurz angefangen mit WWE. Ich habe auch mit Marvin die Review gemacht zu Chamber und die Preview, obwohl das schrecklich war. Und ja, Mann, WWE, warum so viele WWE-Fragen? Ja, schrecklich, Tom, was sagst du als WWE-Hardcore-Fan? Total Hardcore-Fan. Also, gut, die aktuellen Titelträger zur Zeit von dieser Chamber, Goldberg und Brock Lesnar. 2020 Goldberg Champion. Ich möchte das nur noch mal anmerken. Hätte das einer mal 95 bei Nitro gesagt, Goldberg wird 2020 WWE-Champ sein. Die Universal Champion, ja? Muss. Ja, wow. Hätte das noch einer gekonnt, wäre voll der Hellseher. Auf jeden Fall. Zwei Part-Timer als World Champion ist nie eine gute Sache. Ja, und dann der Part-Timer nur Champion werden lassen, dass er gegen Roman Reigns antritt und der Catch am Ende gegen Braun Strowman. Ja, weil... Gut, egal. Geil, WWE. Gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie tatsächlich den Basler Showcase aufgebaut haben bei der Chamber, wo sie halt noch eine Halle hatten mit Leuten drinne und dann kam halt Corona und sie haben gedacht, wenn wir jetzt Base den Titel geben, ist das halt nicht so ein Markout-Moment für alle, deswegen... What the fuck, Markout, das ist Heal, sie ist Heal. Ist ja egal. Keiner wollte Becky mehr sehen, so eher. Ja, genau. So ungefähr. Ja, Zukunft. Kommen wir zu Zukunftsfragen. Ja, das ist besser. Wird die WWE weiter in Wrestler parken? Getötetes Talent gibt es massig in dem Kadern. Durch AEW wird dieses hoffentlich weniger. Ja, sie werden weiterhin töten, es werden viele Abgänge kommen. Vertrag, ob sie jetzt zu AEW gehen, AEW kann nicht jeden aufnehmen. Die Indies werden wieder stärker sein in den nächsten Jahren, weil WWE einfach zu viele Wrestler holt. Und what the fuck, wie viel Catcher hat WWE bitte bei NXT geparkt alleine nur? Die holen ja jeden englischen Wrestler auf dieser Welt. Sie holen so viele Wrestler, das Roster ist viel zu groß. Man könnte locker aus dem ganzen WWE-Kader 150 Leute streichen, das Roster wäre noch groß genug. Also, ja, zu viele Wrestler, es werden weiterhin Leute geparkt und die werden dann die WWE verlassen. Gut, Grüße raus an die Rivo und John Moxley. Ich kann dir da noch zustimmen. Und in der nächsten Frage kann ich nur sagen, ja. Ist es bald wieder nötig, eine neue Ära einzuleiten? Zum Beispiel damals Attitude Era zum heutigen Produkt? Ja, die WWE braucht Veränderung. Veränderungen sind immer gut, vor allem wenn man so wie die WWE momentan ist. Und aktuell hat man halt wieder sozusagen einen Kampf zwischen
AEW und der WWE. Und vielleicht sollte die WWE so langsam mal sich überlegen, auch mal das Programm zu bieten, dass sie gegen AEW antreten können. Solange WWE weiter an der Spitze ist, wird sich nichts ändern. Wenn AEW mal irgendwann konstant so 1,5 Millionen hat und 10 Jahren vielleicht auch erst, dann, wenn es überhaupt die Company gibt, oder irgendwann eine andere Company irgendwann ähnliche Zahlen wie die WWE hat, so winkt, dann glaube ich, mich würde mal interessieren, wie die Zahlen von Raw und AEW aussehen würden, oder von SmackDown und AEW, wenn es beide an einem Tag laufen würde. Weil ich glaube, die Leute, die AEW gucken gar nicht so die WWE. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, WWE wird nichts verlieren und AEW wird auch nichts dazu gewinnen, so großartig. Weil ich glaube, die Leute, die überschneiden sich nicht, sondern es ist eher ein anderes Publikum, was AEW anspricht. Also mich würde halt mal interessieren, wie die Zahlen aussehen, wenn beide an einem Tag laufen. Bei NXT und AEW ist das eine andere Sache. Da überschneiden sich die Zuschauer schon eher als bei den Main-Shows. Und deswegen würde mich das mal interessieren. Und solange AEW oder eine andere Company keine guten Zahlen auflegt, also das Zahlen, dass es Vince Angst bekommt, wird es keine Veränderungen geben. Es wird weiter so laufen wie jetzt. Kommen wir jetzt wieder zum Federmatte Goldberg. Oh nein. The Fiend wird er nochmal so stark wie zuvor. The Fiend soll einfach, ich mag The Fiend nicht. Sorry Marvin, ich weiß, du liebst The Fiend, ich hasse The Fiend, ich mag das Gimmick nicht. Für mich eins der schlechtesten Gimmicks ever, auch wenn man es gut aufgebaut hat, aber der Fiend ist so stark, außer wenn er gegen Goldberg antritt. Goldberg hat ihn geschwächt. Goldberg hat so das alte Gen, gegen alte Wrestler ist der Fiend nicht so gut. Und The Fiend, sein Stil, damit kann man auch keine guten Matches wirken, außer man kämpft gegen Daniel Bryan, der macht das alles ein gutes Match. Aber solange The Fiend nicht 10 Jahre gegen Daniel Bryan fehlt, wird das nichts. Und The Fiend sollte abgeschafft werden und Bray Wyatt sollte wieder herkommen. Vor allem fand ich, dass Bray Wyatt damals in der Fehde gegen Randy Orton viel geiler ist als The Fiend-Gimmick. Kommen wir dann ist die nächste Frage ja perfekt für dich. Also ich finde übrigens, The Fiend kann so stark werden wie zuvor, aber aktuell hat man The Fiend ja nicht mal mehr in den Shows. Doch, eigentlich schon, aber es tritt ja jetzt beim Money in the Bank tatsächlich Bray Wyatt gegen Braun Strowman an und nicht The Fiend. Okay. Vielleicht wird auch einfach nur Bray Wyatt jetzt abgefertigt von Braun Strowman, dass dann The Fiend kommt und dann Braun Strowman abfertigt. Das könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich wird passieren. Und dann kommt Roman Reigns, tötet The Fiend. Und Roman Reigns tötet alle. Und Roman Reigns wird schon ein Team von Braun Strowman beim nächsten Pay-Per-View. Nee, eben nicht, sondern erst gewinnt The Fiend den Titel zurück von Braun Strowman und dann kommt Roman Reigns und tötet The Fiend. Und dann beim SummerSlam gewinnt Roman Reigns einen Titel. Und dann gibt's Roman Reigns gegen Goldberg bei Wrestling bei der nächsten... Bray Wyatt. Eine Story mit Randy Orton, wegen des Abbrennens des Hauses von Wyatt. Plus die lang Jahrzehnte aber nie mit umgesetzte Sister Abigail. Labert der Fiend überhaupt noch mit Sister Abigail? Ich habe keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Also wird das nicht passen. Aber eine Fehde zwischen The Fiend und Randy Orton kann ich mir ziemlich geil vorstellen. Denn wir wissen, The Fiend verändert Charaktere. Und beziehungsweise bringt Charaktere zurück. Eher so. Bringt die Originalcharaktere zurück. The Originals und Legend Killer Orton. Aber nur wenn er mit dem Evolution-Theme wieder rauskommt, Kappa. Evolution. Also Orten. Ja, ich gucke, das interessiert mich nicht, weil das wird mich nicht interessieren, sag ich mal so. Und WWE gucke ich nicht zur Zeit, also weiter. Ich würde sagen, kommen wir dann zur nächsten Frage, Tom. Finn Balor. Wie geht's mit ihm weiter? Und wie lange wird er bei NXT bleiben? Wird er jemals wird er jemals wieder in den Main-Shows Champion werden? Und ist es schade um sein Demon-Gimmick? Demon-Gimmick braucht er nicht, es ist fucking Prince Devitt ohne Demon-Gimmick. Und ja, er bleibt bei NXT in den Main-Shows. Ich glaube, er ist ja nur zu NXT gekommen, weil er nicht für die Main-Shows sein will. Und wenn die ihn wieder hochschicken wollen, wartet er einfach, bis der Vertrag ausläuft, geht wieder zurück, irgendwo hin. Zu New Japan zum Beispiel. Ja, ich glaube, wir werden ihn nicht mal groß in den Main-Shows sehen, weil er es einfach selbst nicht will. Und sein Wechsel zu NXT. Und der Fiend hat ja auch den Princeton wieder zurückgebracht. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir dann zur nächsten. Eine Frage, die ich tatsächlich mit Nein beantworten muss. Sie ist die beste Wrestlerin der WWE, nämlich Io Shirai. Also Io Shirai, die vielleicht beste Wrestlerin der Welt. Der Welt. Der WWE-Welt vielleicht schon. Ja, doch, in der WWE-Welt schon. Also der WWE auf jeden Fall. Aber bei Stardom gibt es schon talentiertere Damen. Keine Ahnung von Stardom, ich sag einfach mal, Tessa ist für mich die beste Wrestlerin der Welt. Tessa Blanchard. Vielleicht nicht vom Innenring her, aber vom Gesamten her ist Tessa Blanchard für mich die beste Wrestlerin. Und ja. Sie ist nicht umsonst TNA Champion. World Männer Champion. Ist sie noch? Ja, oder? Glaub schon. Ja, also, für mich ist Tessa die beste. Und der WWE, ich überlege mal kurz, ich sage einfach mal, kann man sagen. Sag ich mal so. Kairi Sane. Eine Schande, sie bei WWE im Ring nicht wrestlen zu sehen. Ja. So viele, gerade japanische Frauen, können unter sich in der WWE hochqualitative Matches abliefern. Ja,
Schick die einfach zu Stardom. Tom ist glücklich. Tom, schick die einfach alle zu Stardom. Tom ist dann glücklich. Genau. Schick die zu Stardom. Und schickt Kevin Steen, Bryan Danielson zurück zu Ring of Honor, dann bin ich glücklich. Also behaltet John Cena, behaltet Roman Reigns, behaltet eure WWE-Guys und schickt die anderen wieder zurück, wo sie hingehören. Sorry. Kommen wir jetzt zu einer Sache, die du eben schon als Scheiße betitelst. Ich finde es eine gute Möglichkeit, um eben Wrestler zu schonen und um vielleicht nochmal ältere Leute Matches geben zu können und vielleicht auch filmische Matches sind jetzt, nein. Um aktuelle situationsbedingte Wrestling-Matches aufzubauen, wo man keine Fans braucht. Filmische Matches. Das ist kein Wrestling für mich. Das ist kein Wrestling. Die WWE passt es, weil es Entertainment ist, aber es ist kein Wrestling. Es hat nichts mit Pro-Wrestling für mich zu tun. Es ist ein Film, es ist Entertainment und kein Pro-Wrestling. Paar Punches ist kein Wrestling. Also es hat nichts mit Match-Psychologie zu tun. Es hat nichts mit, noch kein Match-Story schon, aber keine Match-Psychologie. Man muss jetzt kein guter Wrestler sein, wie man auch sagt. Also diese Matches kaschieren, also filmische Matches kaschieren Schwächen, aber ich bin absolut kein Fan davon. Das einzig gute filmische Match, was ich bisher gesehen habe, war das von Willow oder Jeff Hardy gegen Matt Hardy. Und das Ultimate Deletion, hieß es Ultimate Deletion Match, oder? Ja. Das war das einzig Gute. Das war auch ein Grund, warum ich Lucha Underground angeschaut habe, weil es halt alles zu serienmäßig dargestellt wurde, meiner Meinung nach. Deswegen, Wrestling ist für mich keine Naja, da waren die Matches aber noch richtig. Da waren nur die Storys, alle sehr filmisch. Ja, das meine ich ja. Das gefällt mir ja auch nicht. Also auch die Storys filmisch darzustellen. Ich mag, wie New Japan macht, Sport, das ist ein Sport. Hauen sich auf die Fresse, Performs und so, erzählen im Ring die Story, brauchen keine Mikrofone, erzählen das im Match. Und das ist für mich Pro-Wrestling. Und ja, deswegen, nein, Tom kann jetzt sagen, wie sehr er das feiert, aber ich finde es absolut schrecklich, aber ich kann verstehen, warum man es feiern kann. Also die filmischen Matches, wenn sie gut gemacht sind, natürlich. Undertaker gegen Sting könnte man so aufbauen, obwohl ich da lieber, glaube ich, das in den Wrestling-Ring sehen würde. Stone Cold gegen XY und Hogan gegen XY, bitte nicht, nein. Hogan gegen Stone Cold. Was war das immer vor Hogan gegen Goldberg? Hogan kann kein cineastisches Match wirken. Der Charakter passt einfach nicht für so ein cineastisches Match. Du brauchst einen richtigen Charakter, um so ein cineastisches Match aufzubauen. Du kannst dir jetzt schlecht ein Graveyard-Match zwischen Hogan und Mr. McMahon ansetzen. Soll ich sagen, was Hogan passt? Hogan passt so zu einem Match gegen so, keine Ahnung, gegen so, sagen wir mal, gegen einen, der nicht so hoch positioniert ist auf der Card. Hogan kommt raus, alle feiern, I am a real American. Dann gibt's den Big Boot, den Leg Drop und dann ist over. Das ist Hogan. Das ist Hogans Match, also noch, wenn er noch eins worken sollte. Und nicht irgendwo sich prügeln im Wald. What the fuck, das ist Hulk Hogan. Das ist der American Hero gefühlt. Nur nicht mal Hollywood Hogan passt dafür. Stone Cold kommt auf seine Farben irgendwie kloppen. Aber das könnte man auch nicht so düster. Das muss man schon bei Tageslicht machen, weil düster wird das auch irgendwie nicht passen. Stone Cold ist da gerade mit Papieren und dann kommt jemand und macht mit ihnen und dann hauen die sich da auf die Fresse so und so. Das könnte man vielleicht noch machen, aber wenn man jetzt Hogan, Alter, mit so einem dunklen Match darstellt. What the fuck? Nee. Kommen wir jetzt wieder zu einer Dame, die aktuell ziemlich gehypt wird in der WWE. Ich habe noch nicht so viel von ihr gesehen, aber nämlich Shotzi Blackheart. Wird sie bei NXT verbraucht werden oder irgendwann auch erfolgreich in die Hauptshows aufsteigen und iteriert werden? Noch nie ein Match gesehen, WWE-Logik, sie wird die Erfolge im Main-Roster haben. Shotzi Blackheart, ja, war... Indie-Namen auch schon, wie hießen die Indies? Ich glaube, sie hieß auch schon Indies Shotzi Blackheart, oder? Okay, dann kenne ich sie nicht. Ich kenne die halt so mit Mercedes Martinez oder so. Hätte ich was zu Schimmer sagen können. Habe ich ein, zwei Matches gesehen, aber so nicht. Die ist jetzt auch gerade, die hängt jetzt auch bei WWE ab. Mercedes Martinez, Shotzi Blackheart. Nee, die hat glaube ich schon die ganze Zeit Shotzi Blackheart. Okay, ja, Tom, erzähl du was zu der, falls du die kennst. Und ist auch unter den Ringnamen Joey Ryans Penis aufgetreten. Ja, also sie wird niemals den Main-Roster erreichen. Und ja, kommen wir, glaube ich, zur nächsten Frage, oder willst du noch was dazu sagen? Die war bei Rice. Und das sagt mir noch was. Übrigens, Kim Jong-un ist angeblich tot. Wow. Herzoperation bei Kim Jong-un offenbar schiefgelaufen. Breaking News, so heißt die Ausgabe. So mitten in der Nacht, einfach so mitten, ja, einfach mit das Thema gewechselt. Ja, ich wollte es nur mal anmerken. Wir sind frei. Okay, wir sind keine Nordkoreaner. Egal, Tom, nächste Frage, komm. Vor allem einfach Bilder, egal. Nächste Frage, Fragen. Ja, braucht die WWE eine Off-Season? Pause wegen den Armut und Einheitsbrei, aber die Konkurrenz schon überholen lassen. Ja, WWE braucht eine Off-Season. Und zwar nach WrestleMania. Könnte man es nicht machen. Weil amerikanische Sportarten haben immer eine Off-Season. NHL, NFL, NBA, MLB. Also die haben ja alle Off-Seasons. Und das braucht WWE auch. Allgemein wegen Ideenarmut auf jeden Fall.
Und wie geil wäre es bitte, dieser Cliffhanger macht einen Cliffhanger bei WrestleMania und man muss einfach dann, sagen wir mal, man macht dann Pause bis Juli und man muss dann bis Juli warten, bis er aufgelöst ist. Also so könnte man und vor allem das Gute ist dann, die erste Ausgabe nach der Offseason hat, glaube ich, schon wieder so einen richtigen Boom. Alle schalten wieder ein, weil sie gespannt sind, was passiert. Und ich finde in der Offseason richtig, die Wrestler haben mehr Freizeit, weniger Verletzungen, by the way, auch. Und ja, und Offseason, und man hat mal Ruhe von der WWE, man wird nicht so übersättigt und alles hat Vorteile. Offseason muss gemacht werden, aber man kann keine Shows machen, weniger Geld, TV-Verträge weniger, deswegen macht's WWE nicht. Und weil Monday Night Raw ja die längste Weekly ever in Amerika ist und ja, deswegen können wir es vergessen. Es wäre gut für die WWE, aber sie werden es nie machen. Okay, und würdest du jetzt, sag ich mal, das auch der AEW vorschlagen? Ja, auf jeden Fall, jeder Wrestling Company würde ich das vorschlagen. Also, die könnten das ja auch noch machen, die können ja sagen, Aber da wird es auch schwierig mit dem TV-Vertrag. ja gut. Ich glaube, New Japan würde ich es nicht vorschlagen, weil New Japan keine Weekly hat. Ja gut. Weil New Japan hatte nur Aufbaushows und dann kommt der Pay-Per-View. Und das ist halt keine Weeklies. Also New Japan braucht das nicht. Also New Japan, die japanischen Companies brauchen das alle nicht. Aber amerikanische Companies, die Ring of Honor hat auch keine richtige Weekly. Die kommt ab und zu mal so eine Show, eine Live-Show. Nicht Live-Show, auf Taping-Show. Auf jeden Fall würde ich sagen, eine Off-Season ist wichtig, allein um das Produkt, um wieder Hype zu generieren. Weil wenn es ganz halt durchläuft, ist es halt irgendwie so wie, keine Ahnung, wie die Telenovela im deutschen Fernsehen. Die alte Leute dann gucken. Off-Season sind wichtig. Das macht auch Sinn. Ich weiß, viele Fans denken so, nein, ich will ganzes Jahr Wrestling sehen, bitte nicht. Aber das zeigt ja auch bei anderen Sportarten, bei NBA oder so. Und das wäre halt auch für die Wrestler gut, um zu regenerieren. Deswegen machen das ja die Sportarten, alle Sportarten genauso. Fußball, NBA, alle machen das ja so. Die haben ja alle eine Schonpause für die Athleten. Und das ist gut, weil dann können die mal in den Urlaub fahren. What the fuck, wenn du WWE-Wrestler bist, du kannst ja keinen Urlaub nehmen. Also, was machen die? Die haben keinen Urlaub, die haben nichts. Die haben vielleicht mal bei den Hausshows, können die da irgendwo einen Tag am Strand liegen oder so. Aber sie sind immer unter Stress und das ist auch eine Sache, warum ich nie Wrestler werden will oder so, weil du einfach nie Zeit praktisch hast, um Urlaub zu machen, irgendwas anderes zu machen, sondern immer nur wrestlen. Was sagst du dazu, Tom? Was? Was sagst du zu der Off-Season-Thematik? Also, man kann sagen, jede Sportart hat eine Off-Season. Es hat sogar jede Serie hat eine Off-Season quasi, Staffelende. Also, es gibt halt... WrestleMania ist ja das Staffelende praktisch. Ja, eigentlich schon. Eigentlich könnte man dann sagen, yo, wir fangen mit Money in the Bank wieder an. Und dann Im SummerSlam danach. Und im Juli würde ich schon. Und im Juni, Juni wird auch noch klar gehen, aber ich wäre ja für Juli dann. Weißt du, so 2 Monate, eigentlich 2 Monate ist eigentlich auch ziemlich bescheuert. Ich wäre für Juli, damit Money in the Bank reinstarten. Anfang Juli anfangen und Ende Juli wird's Money in the Bank und dann. Ich bin dafür, dass man mit April, Mai und Juni frei macht. Also Anfang April gibt's noch WrestleMania, dann hast du Mai und Juni komplett frei. Okay. Aha. Oder man fängt auch jetzt wieder zum SummerSlam an. Und macht das Money in the Bank mit bei WrestleMania. SummerSlam brauchst du auf jeden Fall wegen, den musst du ja aufbauen. Ja, ich meine ja 4 Wochen vor dem SummerSlam. Ah, gut, das wäre nicht. Und das Money in the Bank Match für bei WrestleMania hat man einen Giving Pay-Per-View weniger. Ja. Oh. Aber allein wird WWE wieder nur nicht machen, weil die dann weniger Gewinn machen würden. Allein nur, weil Vince Geld sehen will und ja. Wir reden jetzt hier, wir reden hier 1 Stunde 30. Ich würde sagen, ja. Das erste Video durch. Jose Mourinho. Nie wieder Fragen stellen, bitte. Du hast jetzt alles beantwortet bekommen. Das ist echt so. Bitte jetzt noch mal die anderen Leute alle beantworten. Was willst du noch wissen, Jose Mourinho? Sag es uns. Sag es einfach uns, was du wissen willst. Wir beantworten es dir. Das war das erste Video auf SpiralCast. Folgt uns auf Twitter, hast wieder einen Uploadplan auf jeden Fall. Es wird auch noch ein Video kommen, wo ich alle Projekte vorstellen werde, die auf diesem Kanal kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, ich bin raus. Tom hat das Schlusswort und ich drehe mich raus. Wie beim SpiralCast. Haut rein. Okay, es waren sehr viele Fragen. Wir haben, glaube ich, jetzt das Größte beantwortet. Wir haben jetzt 1,5 Stunden gefüllt mit dem ganzen Kram. Und ja, damit würde ich sagen, bin ich raus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sagt Tschüss, auf Wiedersehen und ciao.